Hallo und herzlich willkommen bei E-Auto Neulinge. Das ist hier die Mira und ich bin der Sigmund und heute steigen wir aufs Fahrrad um. Elektro 2.0. Ich habe hier den neuen Camaway K5 und ich finde den einfach klasse. Der hat elektrisch 5 Stufen und noch zusätzlich Shimano-Schaltung mit 9 Gängen. Das finde ich richtig klasse. Es ist sehr angenehm, wenn man zur Arbeit fährt oder damit irgendwie zum Einkauf oder so, wenn man so kleine Kleinigkeiten kaufen möchte, finde ich das richtig klasse. So wie das Fahrrad hier steht, kostet es 1.999 €, also unter 2.000 €, ein richtig geiles E-Bike. Und was mir aber total dran gefällt, ne, ist die Beleuchtung. Weil die kannst du so einstellen, dass, wenn es dunkler wird, schaltet sich die Beleuchtung von alleine. Ich finde das richtig klasse, aus dem Grund, weil du brauchst das nicht zu kontrollieren. Jedes Mal, wenn du in einer Unterführung bist oder so, schaltet sich das Ganze von alleine an und du brauchst nichts zu machen. Du brauchst nicht mehr an das Licht zu denken, das geht von alleine an. So, jetzt zeige ich euch mal kurz einen Ausschnitt, wie ich das Bike ausgepackt habe. Was ich richtig klasse finde, sind die Pedale. Das sind keine Plastikpedale, richtig hohe Qualität aus Metall und da kann nicht schief gehen. Direkt neben der Pedale befindet sich das Herzstück des Ganzen, und zwar ein Mittelmotor von Anada, und zwar mit sage und schreibe 110 Newtonmeter. Ich bin das Fahrrad schon gefahren, beziehungsweise das E-Bike, und ich kann euch sagen, der katapultiert euch nach vorne an jeder Ampel. Also die Mira hat das ausprobiert und die ist fast vom Fahrrad gefallen. Was mich noch weiter begeistert, ist hier die schöne Gabel von SR Suntour. Und zwar, guck mal, wie die schön federt. Da ist jeder Bordstein und so weiter keine Hürde mehr. Das schafft schon alles. So, des Weiteren die ganze Bremsanlage von Shimano, hydraulische Bremsen, und zusätzlich ist da eine Bremsanlage von Shimano Alivio. Die Bremsen sind wirklich hochwertig. Für ein Fahrrad für 2.000 €, unter 2.000 € ist das doch nicht selbstverständlich. Was ich euch aber auch raten muss, ist halt eben die Bremsbeläge. Die sind bei der Verpackung nicht angeschraubt. Das hat Versandgründe. Deswegen muss man das hier selber anbringen. Und ich habe das beim ersten Mal angebracht, habe jetzt nicht darauf geachtet wegen der Justierung. Und was mir passiert ist, ich habe festgestellt, das Ganze hat so richtig Geräusche gemacht. Ich habe mir gedacht, so komm, jetzt hast du ein neues Fahrrad und das macht Geräusche, aber das war tatsächlich ich. Weil später habe ich das nochmal nachjustiert. Und jetzt macht das keine Geräusche. Also wenn man das macht, dann direkt gucken, dass die Bremsbeläge nicht an der Bremsscheibe schleifen. Jetzt kommen wir zum Akku. Der Akku ist von Samsung und hat 54,6 Volt und ist aufgebaut auf einem 48 Watt System. Und hier oben kann man den Akku rausnehmen mit einem Schlüssel. Da bekommt man also mindestens 2 Schlüssel mitgeliefert. Auf der anderen Seite ist eine Ladebuchse. Die Ladebuchse kann ja dazu dienen, um das Fahrrad aufzuladen, ohne dass man den Akku
ausbauen muss. Was auch sehr interessant ist, ist die Tatsache, dass das Fahrrad ein EN-Zeichen 15194 hat. Das bedeutet, dass es in Deutschland ganz normal zugelassen ist und wir können damit ohne Probleme in Deutschland fahren. Was bei uns auch sehr wichtig ist und ich glaube, das ist auch ein Must-Have. Ich würde jedem raten, direkt beim Kauf von Abus, das kann man auch direkt beim Fahrrad mitbestellen, ein Kettenschloss für das Fahrrad würde ich auf jeden Fall empfehlen, das direkt mitzubestellen. Und übrigens, wer den Rabattcode von mir nutzt, bekommt nochmal auf das Ganze 100 Euro. Also sprich, kostet das Fahrrad nicht mehr 1.999, sondern 1.899 Euro. Somit wäre das auch noch mit drin, das Schloss. Und man hätte es quasi umsonst dazu gehabt. Vorne am Lenkrad befindet sich das TFT-Display. Hier kann man das Ganze einschalten. So, ich zeige euch gleich, wie das Ganze ausschaut und wie man das mit der App verbinden kann. Das Fazit des Ganzen ist, ich werde öfters das Auto stehen lassen. Auch wenn ich jetzt ein E-Auto fahre, heißt das nicht, dass das Fahrradfahren nicht effizienter ist. Deswegen werde ich auch öfters Fahrrad fahren. Ein E-Bike habe ich jetzt.